Herzlich willkommen alle miteinander zu Episode 26 von Hogwarts Legacy. Während der Schatten über uns drüber creept, teleportieren wir uns mal in die Burg. Und zwar zu... Wir wollen zu Gladwin Moon mit ihm reden und diese Quest hier mal zu Ende machen. Und vor allem möchte ich dann gerne in den großen in den großen Tower hier. Weil ich da oben ja noch nicht drin gewesen bin, komplett. Da gibt es noch einiges zu finden, weil ich habe jetzt ja Alohomora Level 3 und okay, jetzt bin ich hier in meinem Common Room, da wollte ich gar nicht hin. Ich dachte, das wäre woanders. Egal. So komme ich trotzdem ans Ziel. Revelio. Oh, hier ist irgendwas. Ah, ich glaube, das ist der Common Room von mir. Man hört irgendwie auch das Dingen nicht, wenn man auf dem Besen ist. Ja, hört man nicht. Egal. Kümmert mich jetzt erstmal nicht mehr. Jetzt sind wir, glaube ich, genau ein Stockwerk darüber. Es ist seltsam, wie mich jetzt das Spiel hier geführt hat, um ans Ziel zu kommen. Naja. Hallo. Mr. Moon, I've learned who's behind the demiguise statues. It was a classmate of yours that you bullied, Piers Pemberton. Oh, I might have known. Pigtails Piers. I don't think he likes being called that. Of course he does. Oh, he had such flowing locks, and we used to laugh about them. I laughed the hardest of all. Clever, clever man. I'd no idea he was so devious. I must go and congratulate him. Whatever statues remain seem less terrifying now that I know they were put out by old pigtails. Continue collecting them if you like. As for me, I'm gonna go and pay a visit to my old friend. Das ist noch nicht vorbei. Glaube ich zumindest. Das kannst du ja nicht einfach so zu Ende gehen lassen hier, diese Fehde. Außerdem kann man auch nicht, Mobbing kann man nicht akzeptieren, das geht nicht. Das geht nicht. Quests. So, jetzt, ich wollte in den Tower. Grand Staircase, ja. Trophy Room, das ist richtig.
Revelio. So. Ja, die Sachen sind über mir, glaube ich. Revelio. Alohomora. Revelio. So, wer wohnt hier? Na, komm mal rauf. Can't carry any more Wiggenweld Potion. Mal wieder. Revelio. Oh, da liegt was. Darling sister, delighted to receive your recent owl. Sounds as if you are, as usual, rising to the challenges presented by not only the students, but also a certain headmaster. Your patience knows no bounds. Speaking of patience, thank you for all that you've done for Gareth. Your instincts are sharp indeed. A delicate balance of discipline and creative encouragement is all he needs. I confess I'm glad that his fellow students have replaced his own family when it comes to trying out his latest brews. Marvelous how he spins it, you're the first lucky ones. Never mentions the possibility of untoward reactions. Well, I must be off. Apologies for the short note. Seems the youngest has got herself into a bit of a predicament. Tossed a garden gnome into the neighbor's dirigible plums again. Anyway, hope to see you at the holidays. Sending my love, G. Also es geht hier offensichtlich um Professor Weasley, der hier, also die hier angesprochen ist, aber von wem das kommt, wissen wir nicht. Es ist nur eine Person namens G. Na gut. Revelio. Ah, hier ist noch eine Kiste mit Geld. Aber ich dachte, ich wäre schon in Professor Weasleys Arbeitszimmer gewesen, aber vielleicht haben die Lehrer hier auch mehrere Räume. Kann auch gut sein. Alohomora. Revelio. Professor Hackett. As discussed, I have corresponded with my goblin acquaintances at Gringotts. All have condemned Ranrock's actions and some have privately considered that his motives may not be what they seem. From what I've heard of his treatment towards others of his own kind, those who refuse to rejoin his ranks, I am inclined to agree with our friends at the bank. I will let you know what more I hear. Suffice it to say that for now we must remain vigilant. Respectfully, Aesop Sharp. Okay, Professor Sharp hat mit Professor Hackett einen Brief geschrieben, obwohl sie an derselben Schule sind. Egal. Sie müssen ja nicht immer auch am selben Ort sein. Vor allem nicht irgendwelche Revelio. Zauberer und Zauberinnen. Oh Mann, diese ganzen Kleidungsstücke hier sind alle schlechter als die ich schon habe.
Aha. Hier hinten, das ist ein Rätsel. Das ist auch eins dieser Rätsel, die man in Hogwarts erstmal lösen. Also das ist, wenn man in die Challenges geht, bevor ich jetzt lange hier rumrede. Ich glaube, es ist Exploration. Solve Hogwarts Secrets, genau. Das gehört zu den Hogwarts Secrets dazu. Das erste war ja die Kanalisation, aber das dritte weiß ich gerade gar nicht. Naja, wird sich dann noch irgendwann noch zeigen, hoffentlich. Okay, da kommen wir jetzt jedenfalls nicht rein. Aber hier hinten... Revelio. Genau, hier ist eine Field Guide Page. Headmaster's Office Gargoyle. The staircase that leads to the Headmaster's office is guarded by an enchanted gargoyle that will let only those who know the password enter. Though anyone choosing to visit the current occupant of the office is difficult to fathom. Also das soll wohl heißen, dass es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass irgendjemand da hoch will. Aber das ist nicht richtig. Ich will da hoch. Okay. Lumos. Oh, das ist auf der Treppe irgendwo. Ja, das Passwort habe ich, glaube ich, nicht. Muss ich erst noch rausfinden. Hier. Ich wollte vor allem deswegen auch in den Turm hier oben, weil ich dachte, hier wäre der letzte Daedalian Key Cabin. Aber das können wir jetzt erstmal noch nicht rausfinden. Okay, dann machen wir erstmal weiter mit weiteren Quests. Was haben wir? Achso, Gear, ja. Ich habe Scheiß bekommen. Unter anderem auch unidentifiziertes Zeug. Ja. Schnell in den Room of Requirement. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Oh, die sind sogar besser, die Gegenstände. Das ist natürlich... jetzt weiß ich gar nicht mehr. Handschuhe. Die sind besser, ja. Wobei nicht unbedingt. Also Defense sind sie schlechter, aber das ist mir egal. Jo. Oh, das sieht auch nicht schlecht aus. Und es passt natürlich perfekt zu Slytherin. Okay. Gucken, ob ich das vielleicht auch noch ein bisschen upgraden kann. Aber wahrscheinlich fehlen mir dazu die Zutaten, ne? Ah, ne, kann ich. Okay, da als nächstes brauche ich Thestral her. Das haben wir noch nicht. Knieselfur habe ich noch nicht, kann ich auch noch nicht, muss ich erst welche dafür einsammeln. Aber ich kann ihm Scorching geben.
Oder Disarming. Explosive nehme ich an. Den Bombarder habe ich nicht. Noch nicht. Ja, ich nehme mal das hier. Gucken, ob ich das bei anderen Sachen auch noch machen kann. Der hat was, der hat was. Achso. Ja, alle meine Sachen haben schon was. Die zumindest, die ich trage. Ja. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Quest. Ich will jetzt nicht die ganzen Sachen einsammeln hier. Das ist mir gar nicht zu viel. Machen wir wieder eine Main Quest. Die sind vom Level her auch am niedrigsten. Okay. Machen wir die Astronomy Class. Oh, was gibt's da für eine Nebenquest? Die muss ich noch einsammeln vorher. Reckon he was still trying to levitate himself without magic. Goodness, I didn't know that was even possible. It's not. Did he say what it was like? So they took him to a ward that was Interesting. Was war das für ein Experiment? Revelio. So, das ist jetzt zwar noch nicht hier. Gibt's da noch keine. Ah, doch, hier ist irgendwo. Ach, da ist er doch. Reden wir doch mal mit ihm. Ich weiß zwar nicht, ob das die Nebenquest ist, aber wahrscheinlich eher nicht. Professor, do you have time to chat? I always have time for my students. How may I help you? I wondered if I might ask how long you've been teaching at Hogwarts. Well, it's been what now? 7 swift years. Time does fly because we have fun. Essential in my opinion. An eager, positive, and confident mind is the most open to knowledge, I find. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose. Some in the teaching field believe that hard work and dedication are the only keys to success. But they forget what drives those things. If one cannot fathom why some would expend energy on gobstones, then one is blind to the enormous power of play. And that's why you teach the way you do. Precisely. I strive to be the sort of professor that I would have enjoyed in school. My experience was less cheerful. Perhaps you wouldn't be who you are without that experience. Had I received a more traditional education, well, enough about my student days. You are here now, and it would be a shame if you didn't enjoy it. I'll do my best, Professor. Thank you for the advice. You are most welcome. Try to have a bit of fun today. Huh? Ja. Er erinnert sich auch nicht an seine Schüler. Aloha Mora. Revelio. Possible classroom games. A levitation lesson. Encourage students to levitate blocks through raised hoops or similar. Disarm and dodge. Hone Expelliarmus and reflexes. Targets on a tangent. Back to basics with casting practice on targets enchanted to move quick. Das letzte habe ich nicht verstanden. Revelio. Gold Dragon Eye Spectacles. Ah, hier kommen wir aufs Dach. Aloha Mora.
Revelio. Dark Tower Cell. It is said that centuries ago a charms professor kept a troll here on which students could practice particularly challenging spells. Shocking to be sure, but perhaps unsurprising during a time when Quidditch involved the use of life snitches. One can only wonder what it may be used for in the future. Ich weiß nicht, was mit life snitches gemeint ist. Gold Wooden Spectacles. Revelio. Und ein bisschen Gold. So, jetzt schauen wir nochmal auf die Karte. Ich will genau wissen, wo ich hin muss. Ah, okay. Ich komme da wahrscheinlich vorbei, wenn ich da oben an dem Tisch entlang gehe. Revelio. Ja, da hinten. Can I help you? I believe you can. I'm Sophronia, by the way, and I need help from someone who's at least a 5th year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time. Even taught at Hogwarts, briefly. Ah, ich weiß, worum es geht, ja. Aber ich verrate mal nichts. How interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, 3rd years aren't taught. And you're a 3rd year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? How did Herodiana Byrne become famous by casting Depulso? She once saved orphans from a wild Graphorn by banishing it over Stonehenge. That's on Salisbury Plain. She once banished a meddlesome dark wizard all the way to Durmstrang while she was in the Alps. That one may have been exaggerated, but lots of the stories about her certainly aren't. What ended up happening to Herodiana Byrne? In her later years, she taught at Hogwarts, but only for a short while. Just long enough to build a secret hall, it appears. Then one day, she just disappeared. Some say she actually banished herself. No one knows for sure. If you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. Das ist eine ziemlich coole I Nebenquest, can't wie ich wait finde. to see Herodiana's famous ensemble. Perhaps I'll make myself a copy. Suppose I should look for that secret hall Sophronia told me about. It does sound interesting. They call it chemistry. Ja, lasst mich mal reden, bitte, ja. Diese geheimen Hallen sind ziemlich interessant. Voller Puzzles und ja. Aloha, Mora. Hat mir auf jeden Fall gefallen, damals die Quest das erste Mal zu machen. Dachte, ich wäre in diesem Raum schon drin gewesen. Mau. Revelio. So, was ist das hier für ein Raum? Ja, scheint jemand auch mit einem Hobby für Astronomie zu sein.
Und Geografie. Dear Professor Shah, thank you for your recent submission regarding celestial anomalies. It may be a perfect addition to an atlas I am hoping to publish. I shall be in touch if I decide to include your submission or any of its related research in the publication. Best wishes, MPN Carneros. Kenne ich nicht. Überhaupt nicht. Revelio. Oh, hier ist noch eine Truhe. Aloha Mora. Das hätte ich fast gar nicht gesehen, dieses Schloss. Blood Red. Revelio. So, mehr ist ja nicht, ne? Nö. Ah, da unten ist aber noch irgendwo eine Kiste. Wo? Hier. Außerdem ist immer noch die falsche Nebenquest jetzt wieder markiert. Wir wollten Astronomy Class. Revelio. Ah, das ist sogar noch tiefer. Ah. Warum ist die... Auch, dass ich die schon geöffnet hätte. Dann machen wir sie halt wieder auf, mein Gott. Revelio. Hä? Also die habe ich definitiv schon aufgemacht hier. Da bin ich mir echt sicher. Revelio. Ja. Aber was weiß ich denn schon? Habe ich dieses Büro hier hinten schon aufge... Ja. If it isn't the Revelio. Oh, da ist noch jemand. Mit wem? My family has a gobstones tournament every year. Bit chaotic. Nicht hier. Man sieht nicht wirklich, ob über mir oder unter mir. Ah, es könnte Professor Shah sein. Aber bei der haben wir gleich die Astronomy Lesson. Revelio. Ne, okay. Aber da hinten ist noch eine Truhe, die man aufmacht. Aloha Mora. Revelio. Das ist die Nebenquest, ja, aber das ist nicht die Person, mit der ich hier sprechen kann, glaube ich. Wie auch immer.
kümmern wir uns jetzt nicht drum. And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Da hat jemand was gegen Astrologie. Still Das don't finde ich have your toll. own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. So, jetzt lernen wir hier das Teleskop richtig einzustellen. So. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Oh, hello. I'm Amit. Wir We haben met doch in schon potions miteinander class. zu tun gehabt. I'm happy to report that we've yet to have any explosions in this class. Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. No. Nee. I can't do that, Amit. You might need it. No, really, you can. And I won't. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Aha, was will er mir nicht sagen? Irgendwas will er mir nicht sagen. Tried to put off my stargazing as long as I could. Revelio. How am I supposed to find Sirius when my hands are too cold? This telescope is the finest stargazing instrument of its kind, perfect for viewing the moon and the stars and anything else one might find in the night sky. Aber das ist schon ziemlich beeindruckend, das Teleskop. Aber wir können es nicht benutzen. I had heard about these odd stone tables out in the Highlands. Perhaps that's what Professor Shah was talking about. Ah, sie ist nicht weit weg. Amit thinks he knows everything. Even told me he can speak gobbledygook. Sounded like gibberish to me. Aha. Das hat er uns auch schon gesagt. The constellations are beautiful. Not sure they're worth dying of a cold for, but they are beautiful. Not sure what you can learn from these astronomy tables that you can't learn from a cup of tea leaves. Ja, sie ist nicht überzeugt. Tried to put off my stargazing as long as I could. A lot of good that did.
How am I supposed to find Sirius when my hands are too cold to use a telescope? It's a dog, isn't it? Das ist eine Referenz an Harry Potter. Okay. Ist das jetzt hier eigentlich schon ganz oben oder geht's noch höher? Ne, ich glaube, das ist jetzt wirklich hier der höchste Teil des Turms. Aber wenn wir einen Stockwerk tiefer gehen, dann finden wir dort das Teleskop, das uns Amit geben möchte. Ah, nee. Das ist ziemlich seltsam. Da müssen wir hier die Treppe runter. Confringo! Revelio. This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night for stargazing. Do not let it be wasted. Professor Shah, I'm interested in learning more about astronomy. It is increasingly rare to find a student who seeks after things celestial, of their own accord. But if you truly desire to chart the courses of the cosmos, you must rid your mind of the terrestrial babble of others. We ourselves are not unlike blank star charts, you know? Empty canvases waiting to be inscribed with all that the universe has to offer. Do you understand? Ja, du magst keine Astrologie, das ist mir klar. Das ist auch richtig so, finde ich. Am I right in thinking you are unimpressed by divination? Of the many other so-called disciplines taught here, divination is perhaps the most feeble, especially in its nonsensical practice of astrology. Do not confuse astronomy and astrology. One is concerned with mysteries stellar and lunar, the other is mere lunacy. You mentioned astronomy tables earlier, in class. What were you talking about? Long ago, devotees of the astral arts set up stone slabs across the countryside. They are ideal for studying constellations near and far. For centuries, wizards made use of these astronomy tables for stargazing. Sadly, they have since become mere monuments to the intrepid intellectual pursuits of a bygone epoch. Ja, sie spricht von den ganzen Sternwarten, die wir unterwegs gefunden haben. Thank you, Professor. I look forward to stargazing. I am glad to hear it. Should be a stellar night for it. Dann reden wir mal mit Amit. Revelio. The perfect night for... Oh, hello again. Ach, er hat seine Brille nicht auf? Warum denn nicht? Oder nee? I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Na klar. And you need someone to help find it. I do. Are you in? Yes. No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. All right, I suppose I can go with you. I hope it's worth it. It will be. Trust me, I have read practically everything there is to read about this. It should be brilliant. Shall we? Ah, wir werden direkt irgendwo hin teleportiert, okay. Ich dachte, wir gehen jetzt direkt von da aus los. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing.
is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. Ja, wir sind ja nicht wirklich viel im Klassenzimmer, so. It's not that creepy out here at night, is it? The gobstones... Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Ah. Revelio. Kriegt so ein bisschen weiche Knie, kann das sein? A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as Levioso. tidy as I expected. Depulso. Ja, er war wohl offensichtlich noch nicht viel draußen in der weiten Welt von Hogwarts. Incendio. Revelio. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no. Not this close to school, Amit. So, dann wollen wir mal. Zeig mal, wie geht das Ding? Oh, The ich kann es sogar constellation selber should machen. appear near the center of your view. Okay, wir müssen mal weiter rein. Gefunden. Lyra. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Das ist ja schön. Das habe ich gewollt in meinem Leben. Dass du mich in deinen Memoiren verewigst. Whatever you say, Amit. Whatever you say. Oh, you wait. You are going to be quoted saying just that. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. Ach, That's was. quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, ja, klar, really, dass das wieder gobbledygook, mal you know, and how you pronounce your droppen muss. R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Level 30. Ja, cool. Ja, und jetzt können wir mal tatsächlich mal... Es gibt hier ganz in der Nähe einen weiteren Table. Never do get tired. Revelio. Here's one of those tables Professor Shah mentioned. Der Skorpion. Revelio. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir direkt die nächste Quest. Wir haben noch ein bisschen Gier. Und einen neuen Wand-Händel. Oh, schönes Grün. Beides schlecht. Headwear. Auch schlecht. Neckwear. Auch nix. Jo. Gar nix. Aber dann können wir auch mal kurz nochmal nach Hogsmeade gehen. What are you up to now? Und zum Händler. You're back. Nice to see you again. Ah,
Ja, ich habe genug Geld, um alle Brooms zu kaufen. You'll be thrilled with that broom, I promise you. So, Cell. Okay. Thanks for stopping by. Hope to see you again. So, Quests. Meet Nettie. Ja, das ist mal wieder draußen. Das ist schön. Ah, das ist so weit weg. Oh, ja, Talentpunkt kann ich vergeben. Dark Arts. Ja, die Sachen sind alle gar nicht so wichtig. Ich mach mal hier Glacier's Mastery. Das benutze ich auch ganz gerne. Revelio. Hier hätte nur noch eine Kiste gefehlt, ne? Tja. Wo auch immer die ist. Ich schau nochmal in die Map, aber ich glaube. Ja. Nee, eine Collection Chest und eine Field Guide Page, ja. Revelio. Die höchstwahrscheinlich auch nah beieinander sind. Ach, ich darf hier noch nicht. Revelio. Ja, was ist das hier für ein Teich? Ah, hier gibt's Kröten. Nee, Niffler sind das. Ah, die können wir auch mal. Revelio. Arresto momentum. Ah. Arresto momentum. Now, I'm only trying to help.
Okay. I'll look after you. Tja, da steht leider nicht, was es für einen... Ah, ich muss in den... Ich weiß, wo ich gucke. Im Inventory, da steht's drin. So, das war ein weiblicher Niffler. Revelio. So, nochmal ein weiblicher, den brauchen wir nicht. So. Arresto momentum. Okay. There. I'm not going to hurt you. Revelio. My mother used to always say, a clear head makes way for a clear path. I don't know what your path is, since your head's never seen a clear day. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Warum sind hier Poacher und Inferi direkt nebeneinander? Lass ich sie mal kämpfen. Levioso! 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 Hey, for your Levioso! Trickus totalis. Levioso. Ah, ich muss wieder... Ich glaube, ich muss... Wo sind sie denn? Ein paar Motten hier hinlocken. Ja, da oben sind welche. Ah, okay. Wieso kann ich hier nicht landen? Geht nicht. Okay. Potato. Stupid one. Confringo. Levioso. Glacius. Lumos. Come to think of it, months ago I had a brooch. Nice it was. Sparkled like the glint in my eyes when I find out which Revelio. one of you thieving lot Lumos. stole it. This is pointless. No one comes through here. Ich muss die jetzt erstmal ausschalten hier, sonst nerven die mich. Trickus totalis. Revelio. Deposit. Liegt irgendwas drunter, aber komme ich nicht ran. One less poacher in the wizarding world. Lumos. Oh, man kann Lumos machen, während man... Lumos. Ja, während man unsichtbar ist, ist ja cool.
Depulso. Ja, komm schon. Defendo. Lumos. Ich glaube, ich muss hier hinten runter, weil ich sonst wahrscheinlich, ja, denke, dass sie mir nicht folgen. That's that. Settled. Revelio. So, da hinten ist noch eine... Stimmt, den will ich natürlich auch noch besuchen. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Na? Accio. Revelio. I tell you this, Hogwarts is lucky they've got protection charms. Betting on the dragon fights was the best decision. Stop right there! Potato! Stop sticking around like a... Das sind schon ziemliche Flüche, fast schon, diese Dinger. Diese Dark Magic, nee, diese Ancient Magic Spells, die sind schon heftig. Revelio. Achso, das sind einfach nur... Die sind da halt, okay. Und hier ist jetzt der Tunneleingang. Und das ist einfach nur eine unsichtbare Wand. Schade. Spieß dich auf. Potato! How dare you! Accio. Lumos. What have you done? Oops. I never... Depulso. Defendo. Expelliarmus. Revelio. Squib Cottage. This idyllic country cottage belongs to an elderly squib who chose to live in the wizarding world rather than try to integrate with muggles like some squibs do. He is content to farm his land non-magically and supply local hamlets with fresh fruits and vegetables, although he will accept the occasional engorgement charm on a gourd or two. Squibs sind, falls ihr das nicht wisst, Leute,
die magische Eltern haben, aber selber keine magischen Fähigkeiten entwickelt haben. Revelio. Kommen wir noch rein in sein Haus? Ja. Mhm. Incendio. Revelio. Da ist irgendwo noch ein Sack Gold, aber komm nicht ran, egal. Oh, hier ist noch ein Händler. Leopold Babcock. Schon. Hinter mir ist auch noch irgendwo so ein Castle. Ah, da war ich auch schon dran. Ja, da war ich definitiv schon dran. A castle. Must have been quite stately in its time. See if there's something in these. Oh, ein Broom. Na klar. Thank you for your patronage. That's been a pleasure. Kann ich auch direkt ausrüsten, weil ich glaube, der ist wahrscheinlich besser. Challenges, Room of Requirement. Das habe ich ja nicht gemacht. Rescue 10 Beasts. Ah, okay. Oh, der sieht ziemlich cool aus. Passt auch. Der hat auch wieder so einen grünen Schweif. Revelio. The curiosity they teach at Hogwarts will not serve you well. He's weak. Yes, he is. When's the last time you saw him catch a beast? Spends more time petting the things. Oh, das war cool. Selbst der Wolf ist versteinert worden. Okay, da hinten. Die sind irgendwie ein bisschen kaputt. Potato! Stupid one! Is that all they're teaching in school these days? Accio. Now you're just getting on my nerves. Glacius. Confringo. Jetzt sag mal nicht, ich bin mit dir in deinem blöden... Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann nicht mehr zaubern. Leviosa. Confringo. Glacius. Confringo! Potato. Stupid one. Defender. Ende mit dir. Das war deutlich näher als gedacht. Aloha Mora. So, dann lassen wir mal das Mondgraf frei. Du läufst leider nicht raus aus dem Revelio. Na, da ist noch eine Kiste. Na gut, dann... This place has seen better days. Potato. Stupid. Defender. So,
wo war jetzt hier die Kiste? Da, nee, das ist nur ein Säckchen Gold. Revelio. Na gut. Na doch, da ist noch eine Kiste. Da vorne ist auch noch irgendwas. Eine Katze? Nee, das meine ich nicht. Da. Ach, das ist von einer... Da oben hier ist eine Trial. Da gehört das hin. Could it be a Merlin trial? Ja, das ist sogar mit richtiger Rampe. Compulso. Da rutsche ich sogar selbst runter. Yay. These Merlin trials won't get the best of me. Es ist schade, dass ich nicht auch mehr Tränke mitnehmen kann, wenn ich... oder kann ich das? Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Wenn ich die Merlin Trials mache. Revelio. Weil die immer mein Inventar vergrößern. So. Was ist denn da hinten noch? Ah, vielleicht ist alles unter der Erde. Jedenfalls auf der Minikarte nicht zu sehen. Ob hier irgendwas ist. Revelio. Na, da hinten ist aber ein Schloss. Das ist wahrscheinlich... Ah, hier ist ein Eingang zu einem Dungeon. Das wird sein. This could prove dangerous if I'm not careful. Ja. Aloha Mora. Revelio. So. Hier treffe ich dann Nettie. Aber ich werde erst noch die Gegend hier erkunden und ich werde auch die Folge jetzt beenden, bevor wir mit ihr sprechen und die Quest beginnen. Revelio. Ja, hat der mich nicht bemerkt hier, oder? Nee, der bemerkt mich einfach nicht hier. Defendo. Incendio. Protego. Stupefy. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Levioso. Accio.
Potato. Stupefy. Revelio. Ah, hier hinten ist ein... Depulso? Depulso. Nee. Accio? Accio. Nee. Confringo. Ah, ich muss das Metallgitter aufsprengen. Okay. Revelio. Und hier? Ah, da geht's hoch zu einer Merlin Trial, aber die machen wir noch nicht. Ich will jetzt wissen, was es hier sonst noch gibt. Lumos. Revelio. Unbeatable Quidditch Gloves. Lumos. Ah, ich muss wieder Viecher anlocken. Ja. Revelio. Okay. Ich darf hier keinen Besen benutzen. Oh, mir ist da gar nicht aufgefallen, was das hier für große Türme sind. Ich darf hier keinen Besen benutzen. Interessant. Hab ich auch noch nicht erlebt. Komme ich denn hier nach? Komme ich hier denn raus? Ja. Revelio. Ah, da. Irgendwo hier unten. Okay. Lumos. Okay. Ich würde sagen, jetzt ist auch erstmal gut. Ich darf hier tatsächlich kein Ding benutzen, kein Besen. Kann ich hier eigentlich... Ja doch, man kommt raus. Okay. Nee, man darf hier draußen keinen Besen benutzen. Das ist nicht erlaubt. Gut, dann ist jetzt hier erstmal die Folge zu Ende. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute, bei Episode 26 von Hogwarts Legacy. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Lust habt. Würde mich freuen. Bis dahin, ciao.